Deutschland gilt der solide Haushalter Europas, niedrige Zinsen, stabile Bonität, der sichere Hafen der Eurozone. Und trotzdem stehen in den Büchern der Deutschen Bundesbank über 1 Billion Euro, eine Forderung gegenüber dem Rest des Eurosystems, kein Kredit, den irgendjemand konkret zurückzahlen muss, nur eine Zahl, die seit Jahren fast nur in eine Richtung eixt. Dazu kommen fast 190 Milliarden Euro, mit denen die Bundesrepublik im Krisenfall für die Schulden anderer Euro-Länder direkt einstehen müsste. Keine Schlagzeile, kein Bundestagsbeschluss, an den sich noch jemand erinnert. Einfach Architecture. Und nein, das hat nichts bösen Italienern zu tun, die auf Kosten Deutschlands leben. Italien selbst versucht gerade seine Schuldenquote zu senken. Frankreich hat in absoluten Zahlen sogar noch mehr Schulden. Das eigentliche Thema ist etwas viel Unsichtbares. Ein System, in dem Deutschlands-Risiko automatisch mitwächst, ohne dass irgendjemand jedes Mal darüber abstimmt. Hat zeigen, wie dieses System funktioniert und warum gerade seine Unsichtbarkeit das eigentliche Problem ist. Max beginnt dort, wo die meisten Erklärungen aufhören. Bei der Technik hinter dem Euro. Wenn eine deutsche Bank Geld an eine italienische Bank überweist, passiert im Hintergrund etwas, das die wenigsten gesehen haben. Es entsteht eine Buchung zwischen den nationalen Zentralbanken. Man nennt dieses System TARGET2. Die versenden Zentralbank baut eine Verbindlichkeit auf. Die empfängende Zentralbank eine Forderung ohne Zinsen, ohne festes Rückzahlungsdatum. In einem ausgeglichenen System würden sich Buchungen laufe der Zeit gegenseitig aufheben. Geld fließt hin, Geld fließt zurück. Aber genau das passiert seit Jahren nicht mehr am erwarteten Maß. Seit der Euro-Krise ab 2008 und den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank ab 2015 wachsen diese Salden in eine Richtung. Die Forderungen sammeln sich bei wenigen Zentralbanken, vor allem bei einer der Deutschen Bundesbank. Max erkennt, das ist kein Fehler im System. Es ist ein Angebotsmerkmal, das nie für dauerhaft die Ungleichgewichte gedacht war. Max legt zwei Zeitreihen nebeneinander, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Die TARGET2-Forderung der Bundesbank 2018, rund 912 Milliarden Euro, Mervis 2026, über 1 Billion und 30 Milliarden Euro, der höchste Stand seit Jahren. Und parallel dazu, Italiens Schuldenquote 2025, 137,1% der Wirtschaftsleistung, 2026, 138,6%. Damit überholt Italien erstmals Griechenland als das Euro-Land mit der höchsten Schuldenquote. In absoluten Zahlen über 3 Billionen 150 Milliarden Euro Staatsschulden. Nur Frankreich hat in absoluten Zahlen noch mehr. Sei völlig unterschiedliche Kennzahlen. Eine misst Zahlungsströme zwischen Zentralbanken. Die andere misst Staatsverschuldung. Und trotzdem bewegen sich beide seit Jahren in dieselbe Richtung. Max erkennt, das ist kein Zufall. Es ist derselbe zugrunde liegende Trend, nur aus zwei verschiedenen Blickwinkeln gemessen. Max findet die Antwort in 3 Mechanismen, die alle auf derselben Grundlage beruhen. Der Größe der deutschen Wirtschaft. Erstens, der EZB-Kapitalschlüssel. Bestimmt mit welchem Anteil jede National Zentralbank am Kapital der Europäischen Zentralbank beteiligt ist. Deutschland 21,8%. Der höchste Anteil aller Länder. Frankreich gut 16%. Italien gut 13%. Zweitens, der Europäische Stabilitätsmechanismus, kurz ESM. Der permanente Euro-Rettungsschirm. Deutschlands Finanzierungsentität. Abgeleitet vom selben Schlüssel. Knapp 27%. Rund 21 Milliarden Euro bereits eingezahlt. Und weitere 168 Milliarden Euro, die im Krisenfall abgerufen werden könnten. Zusammen fast 190 Milliarden Euro. Drittens, ein Instrument mit dem Namen TPI.
Eingeführt, 2022. Es erlaubt der EZB Geldsanleihen von Ländern zu kaufen, deren Zinsen ohne erkennbaren Grund stark steigen. Auch sie läuft über dieselben nationalen Zentralbanken. Auch sie vergrößert im Zweifel die Bilanz der Bundesbank. 3 Mechanismen. Ein gemeinsamer Nenner. Je größer die deutsche Wirtschaft im Verhältnis zu Europa, desto größer automatisch Deutschlands Anteil an jedem Sicherheitsnetz. Nicht weil Deutschland es jedes Mal neu beschließt, sondern weil es in der Formel bereits steckt. Max versteckt. Diese Haftung ist keine Zukunftsoption. Sie existiert bereits heute. Nur sichtbar wird sie erst im Ernstfall. Max verlässt die Charts und sagt 2 Menschen, für die diese Architektur Alltag ist. Sabine, 42, Angestellte und Sperren in München. Ein Teil ihrer Altersvorsorge liegt in Fonds, die auch Europa Staatsanleihen halten. Sie zahlt Steuern, mit denen die deutschen ESM-Garantien bedienen würden. Von all dem wusste sie bisher wenig. Sabine sagt es so: Ich habe nie einen Vertrag unterschrieben, der mich zum Buch für ein anderes Land macht. Trotzdem stehe ich offenbar dafür ein. Thomas, 51, Inhaber eines mittelständischen Maschinenbaubetriebs in Baden-Württemberg. Fast ein Drittel seiner Aufträge geht ins europäische Ausland. Ein spürbarer Teil davon nach Italien. Für Thomas ist genau dieselbe Euro-Architektur, die Sabine beunruhigt. Die Grundlage seines Geschäfts. Eine gemeinsame Ehrung ohne Wechselkursrisiko. Niedrige Zinsen für seine Investitionskredit. Stabil Handelsbeziehungen. Quer durch Europa. Italiens Anleihezinsen unkontrolliert steigen würden, wäre nicht nur die Bundesbank betroffen. Auch Thomas, Kunden in Italien, hätten plötzlich weniger Geld für neue Maschinen. Sabine trägt das Risiko der Architektur mit, ohne es gewählt zu haben. Thomas lebt vom Nutzen derselben Architektur, oft ohne es zu merken. Keiner von beiden hat Unrecht. Sie stehen einfach an unterschiedlichen Enden desselben Systems. Max fragt sich, was, wenn Investoren plötzlich das Vertrauen in ein hochverschuldetes Euro-Land verlieren? Stiegen die Zinsen für neue Staatsanleihen eines Landes stark an? Verlieren bereits ausgegebene Anleihen an Wert? Genau solche Anleihen liegen nicht nur bei italienischen oder französischen Banken. Sie liegen auch in den Bilanzen deutscher Banken, Versicherer und Pensionsfonds. Ein Wertverlust dort wirkt sich unmittelbar auf die Stabilität dieser Institute aus, auf die Rendite genau der Fonds, in denen auch Sabines Altersvorsorge liegt. Und dieses Risiko ist nicht auf ein einziges Land beschränkt. Frankreich schielt aktuell bei mehreren Marktbeobachtern sogar als die eigentliche Schwachstelle der Eurozone. In absoluten Zahlen ist Frankreich bereits höher verschuldet als Italien. Das bedeutet, selbst wenn sich Italiens Zahlen stabilisieren, bleibt das grundsätzliche Risiko bestehen. Es wandert einfach zum nächsten Land mit angespannten Finanzen. Max erkennt, Deutschlands Engagement hängt nicht an einem einzelnen Namen. Es hängt an der Gesamtstabilität der Eurozone. Während Sabine von Sausu Thomas seine nächste Lieferung nach Italien plant, wird in Rom, in Brüssel, über genau dieses Risiko verhandelt. Italiens Regierung plant, die Schuldenquote nach dem Höchststand von 2026 bis 2029 Schritt für Schritt wieder zu senken. Die unabhängige italienische Budgetaufsicht äußert daran allerdings Zweifel. Als Risiko nennt sie unter anderem steigende Energiekosten infolge der Spannungen im Nahen Osten. Interessant dabei: Die Finanzmärkte selbst erröcken zu Beginn des Jahres 2026 eher entspannt. Der Renditeaufschlag italienischer Staatsanleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen ist so eng wie seit Jahren nicht mehr einzeln. Ratingagenturen erzählen sogar Potenzial für weitere Ausstufungen. Doch bleibt in grundsätzlich Europa Streetfrage ungelöst. Manche Ökonomen fordern mehr gemeinsame Haftung.
etwa durch europäische Gemeinschaftsanleihen, genau die Situation abzufedern. Da wir in diesem Video beschrieben haben, andere, gerade aus Deutschland, warnen davor, dass gemeinsame Haftung ohne gemeinsame Kontrolle über die Haushaltspolitik einzelner Länder falsche Anreize setzen könnte. Beide Positionen haben ökonomisch nachvollziehbare Argumente. Es ist keine Frage von richtig oder falsch, sondern eine Abwägung zwischen Solidarität und Eigenverantwortung. Max hält fest, diese Debatte läuft nicht irgendwann, sie läuft genau jetzt. Max hat jetzt die Zahlen, die Menschen und die aktuelle politische Debatte gesehen, und trotzdem bleibt eine Frage. Wenn eine Billion Euro Forderung an 190 Milliarden Euro Haftung so bedeutsam sind, warum berichten die Nachrichten kaum darüber? Ein Grund liegt in der Technik selbst. TARGET2 Salden erscheinen in keiner Lohnabrechnung, keiner Steuererklärung, keinem Kontoauszug. Sie leben ausschließlich in den Bilanzen von Zentralbanken. Ein zweiter Grund liegt in der aktuellen Marktlage. Wenn die Zinsaufschläge italienischer Anleihen niedrig sind, wie gerade jetzt, wirkt das gesamte Thema harmlos. Ruhige Kurse erzeugen das Gefühl, alles ist unter Kontrolle. Genau das ist der Unterschied zu einer offensichtlichen Krise. Es gibt keinen einzelnen Tag, an dem Alarm ausgelöst wird. Es gibt eine wechselnde Bilanzposition, die in ruhigen Zeiten niemand hinterfragt. Und ein Sicherheitsnetz, das sich in aller Stille idamatusch, im neuen Krisensignal, ausdehnte. Max versteht, dass es keine Verschwörung kann irgendjemandem. Es ist die logische Folge eines Systems, das genauso gebaut wurde, dass es in ruhigen Zeiten unsichtbar bleibt. Und genau deshalb wird es erst dann diskutiert, wenn es zu spät für eine ruhige Diskussion ist. Max stellt sich Europa in 15 bis 20 Jahren vor, zwei mögliche Versionen. In der ersten Version bleibt die Architektur unverändert. Die TARGET2-Forderung der Bundesbank wächst weiter, angetrieben von neuen Krisen und weiteren Anleihekäufen. Deutschlands Anteil an jedem Rettungsschirm wächst automatisch mit seiner wirtschaftlichen Größe. Kommt es tatsächlich zu einem ernsten Vertrauensverlust in ein großes Euro-Land, wird aus einer stillen Bilanzposition plötzlich eine sehr realpolitische Krise. In der zweiten Version hat Europa auf genau diese Verwundbarkeit reagiert. Gemeinsame Fiskalregeln werden konsequenter durchgesetzt. Länder mit hoher Verschuldung senken ihre Quote schrittweise, so wie es Italien für die kommenden Jahre bereits plant. Und ein Teil der Debatte über gemeinsame europäische Anleihen führt zu klaren, vor alle Seiten kalkulierbaren Regeln, statt zu stillschweigend wachsenden Einzelbilanzen. Welche Version tatsächlich eintritt, entscheidet sich nicht im Jahr 2040. Sie entscheidet sich in den politischen Entscheidungen der kommenden Jahre. In genau den Debatten, die gerade in Rom, Paris, Frankfurt und Berlin stattfinden. Über eine Billion Euro TARGET2-Forderung. Fast 190 Milliarden Euro ESM-Haftung. Diese Zahlen, es ist keine Prophezeiung. Sie sind eine Momentaufnahme eines Systems, das sich noch verändern lässt. Max steht sich zwischen beiden Bildern und weiß, Europa hat sich noch nicht endgültig entschieden. Max blickt noch einmal auf das, was er gesehen hat, über eine Billion Euro TARGET2-Forderung. Fast 190 Milliarden Euro ESM-Haftung, ein Kapitalschlüssel, der Deutschlands Anteil automatisch mitwachsen lässt. Keine dieser Zahlen ist ein Urteil über Italien, Frankreich oder irgendein anderes Land. Sie sind eine Beschreibung einer gemeinsamen Währung, die für Stabilität gebaut wurde. Aber eben auch für ein Gleichgewicht, das heute an mehreren Stellen aus der Balance geraten ist. Der Euro bricht nicht plötzlich zusammen. Er funktioniert nur so lange, reibungslos, wie niemand genau hinschaut, wie seine Architektur wirklich verteilt ist. Und genau deshalb haben wir heute hingeschaut. Nicht, um Angst vor Italien, Frankreich oder Europa zu verbreiten, sondern
Weil ein System, das man versteht, System ist, das man auch mitgestalten kann. Die Debatte über gemeinsame Anleihen, über strengere Fiskalregeln, über die Zukunft des ESM läuft bereits. Jetzt, in diesem Jahr. Und sie betrifft nicht nur Institutionen in Frankfurt oder Brüssel. Sie betrifft Sabine. Sie betrifft Thomas. Sie betrifft jeden, der spart, der exportiert oder der einfach nur seine Steuern zahlt. Also fast jeden von uns. Genau deshalb existiert dieser Kanal. Nicht um zu warnen, sondern um zu zeigen, was hinter den Zahlen wirklich passiert. Denn die wichtigsten Geschichten unserer Zeit beginnen selten mit einer Schlagzeile. Sie beginnen mit einem System, das seit Jahrzehnten leise im Hintergrund arbeitet. Und manchmal reicht ein genauer Blick, sich zu sehen, wie sehr es unser aller Leben schon heute mitbestimmt.